Ja, hallo Freunde. Heute zeige ich euch einmal die Be- und Entladung von Waggons. Natürlich den Abtransport mit einem LKW. Hier sehen wir schon mal den Zug. Da fahren wir jetzt dran entlang. Und dann geht es auch direkt ans Eingemachte. Dann zeige ich euch, denke ich mal, einige sehr interessante Einblicke. Für mich ist hier vieles auch neu, weil ich das zum ersten Mal mache. Und ich bin auch schon ein wenig aufgeregt, wie das alles funktioniert und ob ich das alles entsprechend hintereinander bekomme. Aber ich bin zuversichtlich. Ja, rechts habt ihr eben schon ein Schiff mit einer Baggerentladung gesehen. Im Hintergrund seht ihr Autokrane stehen, die andere Teile aus einem Schiff aufgehoben haben und die gerade auf Tiefladern verladen werden. Aber das soll uns heute alles nicht interessieren. Heute geht es uns rein um die Entladung von Eisenbahnwaggons. Ja, und jetzt seht ihr auch schon im Hintergrund den Entlade-LKW und wie das genau vor sich geht. Da tauchen wir jetzt etwas tiefer ein und los geht's. Ja, hier lasse ich mich erstmal von dem LKW-Kollegen einweisen, was ich wie zu machen habe, und dann schauen wir weiter. Ja, jetzt müssen wir uns insgesamt nochmal ganz anders aufstellen und müssen etwas rangieren, aber das können wir nutzen, da kann ich euch jetzt einiges hier erklären. Nun schauen wir uns einen Waggon mal näher an. Die Vascosa AG ist ein international tätiges Güterwagenvermietungs- und Verwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Luzern und gehört zu den 4 größten privaten Vermietungsgesellschaften für Güterwaggons in Europa. Die Kali und Salz AG, früher Kali und Salz AG mit Sitz in Kassel, ist ein börsennotiertes deutsches Bergbauunternehmen mit den Schwerpunkten Kali- und Salzförderung. Kali und Salz gehört zur Spitzengruppe der internationalen Anbieter von Kali- und Magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Diesem Waggon passen 74,3 Kubikmeter und es dürfen insgesamt 59 Tonnen eingeladen werden. Es gibt 4 Kammern A, B, C und D. Und hier sehen wir, wo das eingeladen wird, auch schön in einem Orange. Dort ist das Rad, wo das zur Seite gedreht werden kann. Und hier sehen wir jetzt den geöffneten Waggon von oben. Und sehr schön zu erkennen sind dann hier auch unsere 4 Kammern, wie eben schon einmal angedacht, A, B, C und D, wo das Schüttgut reinkommt. Dann werden die Waggons in die Verladehalle rangiert. Dann kommt da so ein Vorhang drum und dann wird von oben per Transportband der Waggon beladen. Und so sieht er dann aus, wenn der Beladevorgang, wenn die nötige Menge erreicht ist. Das Dach wird geschlossen. Nun schauen wir uns den Waggon an, was er uns von der Entladung her bietet. Ja, an diesen schönen großen gelben Rädern öffnet man die Verschlussklappen. Und die Verschlussklappen öffnen dann diese sogenannten Euter. Das sind diese 4 Auslässe. Hier sehen wir den Auslass aus der Nähe. Dieser Auslass ist drehbar, damit man von beiden Seiten entladen kann. Und das ist die Verschlussklappe, die mit dem gelben Rad gedreht wird. Hier sehen wir jetzt den Hafen nochmal von oben. Hier haben wir den Dortmund-Ems-Kanal. Und auf der anderen Seite ist eben das Gebiet, ein Industriegebiet, wo sich Unternehmen angesiedelt haben, die viel Ware per Schiff angeliefert bekommen. Wenn wir uns das jetzt etwas näher anschauen, so, dort ist der Teil, wo die Waggons reingeschoben werden und entladen werden können. Hier über diese Straße komme ich an. Bei diesem Unternehmen dürfen wir uns leer verwiegen, fahren dann zu den Waggons, werden gewogen und dann geht es bei der Rausfahrt auf der anderen Seite werden wir wieder ausgewogen und dort ist die Verladestelle, wo es jetzt gleich weitergeht. Wir fahren jetzt bis zu dem Übergabe-LKW und schauen uns auch den noch mal kurz eben an. Ja, hier können wir sehen, das Förderband ist also an den Ausgang des Eutertrichters gestellt und jetzt dreht der LKW-Fahrer gleich das Rad los und dann öffnet sich der Verschluss. Das Mineral läuft auf das Band und dann wird es über das Band in den LKW gefördert. Den fahre ich selbstverständlich noch vor das Band. So, nun rangieren wir uns passend für die Förderbandübergabe.
Ja, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Der Kollege im Übergabe-LKW hatte mir bei der Einweisung gesagt, dass ich hupen soll, wenn ich 1 Tonne vor meinem vollen Gewicht bin, damit er dann dieses Rad drehen kann, weil das ja nicht sofort zu ist und dass das dann von der Menge her passt. Ja, ihr Lieben, dadurch, dass ich Teilzeit-Lkw-Fahrer bin und Kollegen vertrete, wenn sie krank sind oder wenn sie im Urlaub sind, bekomme ich auch häufig andere LKWs. Und auch diesen bin ich noch nicht so oft gefahren. Und dann ist das natürlich eine Herausforderung für diese Beladung. So wie wir sie hier haben, braucht man also wirklich viel Fingerspitzengefühl. Und je häufiger man mit der Maschine fährt, mit dem LKW, desto besser kann man das einschätzen, auch diese Anzeigen. Weil die sind dann, ja, man wächst dann einfach zusammen als Team, als Fahrer und als LKW. Und das fehlt mir jetzt ein bisschen. Das Einzige, was ich also als Beruhigung dabei habe, ist, dass der Gesetzgeber eben gestattet, wenn man im Hafen lädt, dass man das Gesamtgewicht bis um 10% überschreiten darf, ohne dass das Konsequenzen hat. Sprich, ich kann also bis zu einem Gesamtgewicht von 44 Tonnen kann ich insgesamt das Gefährt hier beladen, ohne dass mir was passiert. Aber trotzdem ist man auch ein bisschen aufgeregt, weil man möchte natürlich, ich sag mal, dicht an diese 40 Tonnen kommen. Und jetzt schauen wir mal, wie gut ich das hinbekomme. Ich halte das Handy mal auf den Spiegel. Dort, wo das X ist, seht ihr, fängt der Minerale an zu laufen, das Förderband. Und hier kann ich jetzt im Display sehen, wie das Gewicht zunimmt. Hier sehen wir das Gewicht, was auf die Sattelachse drückt. Und hier haben wir vom Hänger hinten die 3 Achsen Gesamtgewicht und dort das Gewicht der einzelnen Achsen. Der Hänger heißt natürlich im Fachjargon Mulde oder Auflieger. Ja, und dann werfen wir wieder einen Blick in unseren Rückspiegel, sehen, dass wir mal nachgucken können, wie voll die Mulde ist, springen aus dem Fahrerhaus, springen auf den Kutschbock, gucken, wie das da aussieht, wieder ins Fahrerhaus, überprüfen das Gewicht und fangen dann an, das Fahrzeug wieder zu rangieren, sprich vor- oder zurückzufahren, damit wir die Mulde gleichmäßig beladen können. Das ist schon etwas Stress. Hier erkennt ihr, dass ich etwas vorgezogen habe. Ich halte jetzt mein Handy mal dicht an den Spiegel, damit ihr seht, dass da schon eine ganz schöne Menge an Mineralien auf einmal von dem Förderband in die Mulde kommt. Aber jetzt muss ich eben wieder einmal runter und rauf springen. So, und dann müssen wir insgesamt uns wieder verfahren. Das heißt, sowohl der Übergabe-LKW als auch ich müssen weiter vorziehen, weil die eine Kammer vom Waggon leer war. Und dann geht es weiter, bis dass der LKW voll ist. Der Hintergrund für diese Überladung, die im Hafen gestattet wird, ist einfach begründet. Wenn man mit dem Kran, mit der Schaufel entlädt, da gibt es also selten Anzeigen, dass der Kranführer weiß, wie viel er genau in der Schaufel hat. Oder wie hier auch mit dem Förderband. Der LKW hat also keine Angabe. Also ich bin alleine auf die Anzeige in meinem LKW angewiesen. Und das ist dann natürlich immer ein großes Risiko, dass man da nicht so genau das Gewicht trifft. Und aus diesem Grund ist das also gesetzlich verankert, dass wenn man aus dem Hafen kommt und solch eine Beladung hat, dass man dann um diese 10% eben mehr laden darf oder beziehungsweise nicht laden darf, sondern dass das nicht geahndet wird, wenn es passiert. Ja, wir sind voll. Wir fahren jetzt bis zur Waage, da ist ein Kollege davor. Wir sind jetzt als nächstes dran. Jetzt schwenke ich die Kamera nochmal eben um. Dort seht ihr jetzt diese Zwangswaschanlage, die wir hier haben. Das heißt, wenn wir da jetzt auf die Waage fahren wollen, fahren wir auf jeden Fall einmal hier über so eine Zwangswaschanlage, weil wir gerade nochmal drüber auf verschmutzten Boden gefahren sind. Jetzt geht es sofort los. Da seht ihr es oder hört ihr es und seht es auch. Und dann fahren wir auf die Waage und dann werden wir erfahren, wie gut mein Display von diesem LKW und das tatsächliche Gewicht, was die geeichte Waage ermittelt, übereinstimmen. Ja, laut meiner Anzeige im Display habe ich also ein Gesamtgewicht von 39,5 Tonnen. Die Waage sagt mir aber jetzt, dass ich insgesamt
42 Tonnen und 200 Kilo wiege. Das heißt also, unter normalen Umständen dürfte ich da gar nicht mit rausfahren, aber weil wir eben Hafen haben, ist es mir hier gestattet, dass ich damit jetzt zum Ausliefern auf die Straßen komme. Ja, und jetzt geht es zu Landhandelbetrieben oder Genossenschaften und dort werden wir dann die Mineralien entsprechend deren Möglichkeiten über unseren Kornschieber entleeren. Und hier geht es auch schon los. Ja, hier sieht man das fantastisch über den Kornschieber auf das Fließband. Und das Fließband geht dann dahin, wo die Leute das haben wollen. Ja, ihr Lieben, und diese Abteile oder diese Abtrennungen in so großen Lagerhallen sehen wir bei Genossenschaften oder Landhandeln sehr häufig. Und zwar dient das dazu, dass sie also die Möglichkeit haben, ganz viele unterschiedliche Mineralien zu lagern und auch Korn, Weizen, Mais. So haben die einfach unterschiedliche Abteile, können da immer was zwischenlagern und entweder holt dann der Landwirt, wie hier zum Beispiel, diese Mineralien ab und verteilt die wieder auf dem Acker. Und das hilft uns dann natürlich, um anschließend einen tollen Brotweizen zu bekommen. Und aus dem Brotweizen kann ich euch dann einmal zeigen, welch tolles Brot daraus gebacken wird. Wir haben hier jetzt heute Kornkali gefahren und deshalb habe ich mir es nicht nehmen lassen, ein Brot mit Korn zu backen. Ja, so weiß man dann natürlich, woher der Bauch kommt. Man weiß, wie das alles zustande kommt. Und wenn man dann sieht, was für ein tolles Produkt, wo man zu beigetragen hat, daraus entsteht, dann sagt man einfach, so macht Arbeiten Spaß.